So, so sieht es von drin aus und wir beißen jetzt einmal rein. Vorsicht. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir richtig geile Blätterteig-Lasagne und dafür brauchen wir folgende Zutaten. Wir brauchen einmal Blätterteig sowie Rinderhackfleisch, etwas Knoblauch, Creme fraiche, Tomatenmark, Sesam, Zwiebeln, Streukäse. Hier habe ich eine Mischung aus Mozzarella und Gouda, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Basilikum, ein Ei und etwas Milch. Und dann starten wir auch direkt wieder am Herd. So, hier wären wir auch gleich am Herd. Das erste, was wir brauchen, und ich habe es vergessen, wir brauchen natürlich noch ein bisschen Olivenöl. Das geben wir hier erstmal in die Pfanne und tun dann unsere Zwiebeln anschwitzen. Und alles rein. So, wenn die Zwiebeln ein bisschen Farbe bekommen haben, geben wir das Hackfleisch hinzu und machen das einmal ganz fein. Und ich zeige euch jetzt gleich einen Trick, damit ihr es richtig fein kriegt. Wie ihr seht, ist es ja noch relativ grob. Und jetzt könnt ihr nämlich hier so einen Schneebesen nehmen und hackt das einfach drüber. Und hierdurch wird das Hackfleisch ganz, ganz fein. So, als nächstes kommt der Knoblauch hinzu und das Tomatenmark. Und wir rühren das Ganze nochmal kräftig durch. So, in der Zwischenzeit fangen wir an zu würzen. Wir geben etwas Salz hinzu. Basilikum und Pfeffer und rühren das Ganze nochmal kräftig um. So, es duftet schon mega. Und jetzt zum Schluss geben wir von unserem Creme fraiche, wir hier haben, einen großen Esslöffel einfach mit rein. Und den Rest brauchen wir später. So, den rühren wir jetzt mit ein. Meine Lieben, ich habe jetzt nochmal abgeschmeckt, aber so sollte das im Endeffekt aussehen. Das ist unsere Hackfleischfüllung. Und das lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen und dann beginnen wir auch schon mit dem Blätterteig. So, wenn alles ein bisschen abgekühlt ist, fangen wir an mit dem Blätterteig. Ich habe hier so einen XXL Blätterteig. Ich finde einfach passender. So. Das Schöne ist, Blätterteig könnt ihr einfrieren. Das heißt, könnt ihr den Massen kaufen und dann ab in die Gefriertruhe damit. Und dann hält das auch fast ewig. So, den räumen wir jetzt einmal aus. Der Vorteil ist nämlich, hier reicht ein einziger ohne Probleme aus, dadurch, dass er XL ist. Und wir brauchen jetzt circa die Hälfte. Dafür lege ich den jetzt einmal um und knicke mir hier ein, dass ich hier die Schnittfläche habe, und dann schneiden wir ihn einmal durch. So. Und dann nehme ich ein Backblech mit Backpapier drauf. Habe ich hier schon vorbereitet. Und da legen wir jetzt nämlich eine von den Hälften als Boden drauf. Und der wird nämlich dann belegt. Wenn wir ihn umdrehen, die andere Seite ist immer ein bisschen feuchter und die klebt dann nämlich am Ende besser. So, schön in die Mitte. Und die andere Hälfte ist der Deckel. Den legen wir erstmal auf Seite. So, das erste, was wir jetzt machen müssen, wir nehmen uns hier den Rest von der Creme fraiche, die wir haben, ungefähr die Hälfte, und schmieren damit den Boden hier ein. Das ist sozusagen unsere Bechamel. So soll das jetzt aussehen. Guckt, dass ihr hier die Ränder ein bisschen Platz lässt, weil da machen wir nachher ein bisschen Ei-Milch-Mischung drauf zum Kleben, damit nichts rausläuft. So, als nächstes holen wir uns die Pfanne rüber mit dem Hackfleisch und geben die gesamte Mischung, die wir hier haben, einmal in die Mitte und verteilen es. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Wie gesagt, immer darauf achten, dass wir dieses Viereck beibehalten. Und jetzt haben wir hier noch ein bisschen Creme fraiche übrig. Und das geben wir jetzt nämlich oben drauf und verteilen es genauso über die gesamte Fläche.
So, es sieht schon richtig geil aus. Jetzt als nächstes der Käse. Und den verteilen wir einmal überall drüber, wie die anderen Schichten. So, perfekt. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kommt nämlich der Deckel drauf. Dafür nehmen wir uns die andere Hälfte. Mist, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Nämlich unsere Ei-Milch-Mischung. Ich kippe hier jetzt noch einen Schluck Milch rein. Weil es muss ja auch kleben am Rand. Wirklich nur so ein Schluck. Ich hoffe, ihr konntet das sehen an der Seite. Also das ist wirklich nur ein kleiner Schluck. Hier seht ihr das nochmal. Das mischen wir jetzt einmal durch. Und dann verteilen wir erstmal jetzt rumherum was von den Kleber. So, wirklich nur ganz zart drüber gehen. So, und jetzt kommt der Deckel drüber. Dafür fangen wir hier vorne an. Schieben den, bis es passt. Und dann einmal bis zum Rand. Und leicht festdrücken. So, und damit es auch wirklich hält, nehmen wir jetzt noch mal eine Gabel und drücken das hier an der Seite zusammen. So, das Ganze sollte jetzt wie so eine kleine Tasche aussehen. Sieht eigentlich aus wie eine große Ravioli. Und jetzt was ganz Wichtiges mit Blätterteig. Jetzt machen wir nämlich Ritze rein. In dem Fall ist es einmal optisch. Ich mache hier auch große rein und teile damit sozusagen schon den Teig in Portionen. Der Sinn dahinter ist einfach, dass der Teig atmen kann und nicht platzt. So, und als nächstes und fast letzten Schritt tun wir jetzt nochmal mit der Eimischung bestreichen. So, und zum Schluss nehmen wir noch unseren Sesam und streuen einfach ein bisschen was drüber. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Wichtig, das Ganze kommt jetzt für 15 bis 20 Minuten in den Backofen bei 200 Grad Umluft. Macht erstmal 15 Minuten und guckt dann mal, wie es aussieht. Durch die Eimischung wird es obenrum relativ schnell braun. Hier nicht irritieren lassen, mindestens 15 Minuten wirklich drin lassen, zur Not mal drauf lesen, was bei der Verpackung vom Blätterteig draufsteht. So, das Ganze im Backofen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, es ist soweit. Es war bei mir jetzt 20 Minuten drin. So sieht es aus. Es duftet unglaublich. Achtung, es ist verdammt heiß. Und jetzt schneiden wir es einmal an. Und jetzt seht ihr ja nicht auch den Vorteil, weil wir es angeschnitten haben, haben wir hier perfekte Portion schon. So, so sieht es von drin aus und wir beißen jetzt einmal rein. Vorsicht. Ey, perfekt. Perfekt. Ey, das ist so lecker. Und es geht so schnell. Ich will das jetzt verspeisen. Leute, macht das nach. Wie gesagt, das vollständige Rezept findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und es ist mega einfach. Schreibt in den Kommentaren, wie es euch geschmeckt hat. Lasst ein Abo da, lasst ein Like nach oben da. Und sonst würde ich sagen, guten Hunger. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.